Wegen Reused-Content aus dem Partnerschaftsprogramm geflogen. Das kannst du tun, damit der Rubel möglichst schnell wieder rollt. Mein Name ist Martin und bevor wir uns mit der Auflösung dieser Fragestellung beschäftigen, müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn eigentlich Reused-Content? YouTube schreibt dazu, wiederverwendete Inhalte bezeichnen im Großen und Ganzen Kanäle, die Videos hochladen, von denen YouTube bzw. die Werbeplattform von YouTube, nämlich Google AdSense, meint, sie hätten wenig bis keinen Mehrwert für Zuschauer. Als Referenz dafür habe ich euch einfach mal unten auch die entsprechende Dokumentation von Google AdSense bzw. von YouTube hinterlegt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Beispiele an, die so oder so ähnlich auf meinem Schreibtisch gelegen haben, um den Creator wieder ins Partnerschaftsprogramm zu bekommen. Den ersten Kanal, den wir uns zusammen anschauen wollen, ist ein gut laufender Stream-Highlight-Kanal. Gut laufend heißt, hier könnte man technisch gesehen einen Halbtagsjob draus machen. Für die Leute, die sich mit Stream-Highlight-Kanälen überhaupt nicht auskennen, dabei geht es um ein monatliches Format, wo Clips zusammengestellt werden von anderen Dritt-Creatoren, die auf verschiedenen Plattformen streamen, zum Beispiel YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Periscope und so weiter und so fort. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, der Creator hatte sich im Vorfeld alle schriftlichen Einverständniserklärungen von allen gezeigten Creatoren eingeholt. Ne, sehr vorbildlich an dieser Stelle. Und von daher sollte er auch eigentlich abgesichert sein. Wie gesagt, er hat für kommerzielle Nutzung entsprechende Einverständniserklärungen gehabt. Während einer Routineüberprüfung ist dann aber festgestellt worden, hey, YouTube sagt, da ist kein Mehrwert oder wenig Mehrwert für Zuschauer vorhanden, weil ja bereits diese Clips woanders existieren. Und hier kam dann bei erneuter Beantragung die Absage mit dem Grund Reused Content. Schauen wir uns natürlich gleich an, wie wir diesem Creator geholfen haben. Machen wir erstmal weiter mit Kanal 2. Machen wir mit dem zweiten Kanal weiter. Das ist ein extrem gut laufender Gaming-Kanal. Ich mache jetzt hier einfach mal die Unterscheidung zwischen gut und extrem gut laufend, insofern, dass das hier eine Vollzeitstelle ist. Wir müssen es immer im Hinterkopf behalten, von welchen Dimensionen wir hier gerade reden. Und jeder, der im YouTube-Partnerschaftsprogramm ist, kann das bestimmt einschätzen, wie man das skalieren muss, um hier eine Vollzeitstelle entsprechend aufwarten zu können. Kommen wir zurück zum Creator. Er lädt täglich einzigartige Inhalte hoch, die sich zwar im Format sehr, sehr ähneln, aber immer einen Mehrwert bieten. Dabei sieht und hört man ihn als Creator selber nicht. Er hat aber On-Screen-Informationen, die einen Mehrwert bieten sollten. Während einer Routineüberprüfung wird der Kanal auch aus dem Partnerschaftsprogramm geworfen. Bei erneuter Beantragung kam dann auch die Absage mit Grund Reused Content. Als dritten Kanal haben wir einen reinen Gameplay-Kanal, der lädt täglich ausschließlich kommentarlose Walkthroughs hoch. Diese unterscheiden sich wenig bzw. fast gar nicht von anderen Creatoren, logischerweise, weil wenn man ein Spiel spielt, ist es relativ linear. Das heißt, man sieht in den gleichen Abständen die gleichen Dinge, bekämpft die gleichen Gegner und so weiter und so fort. Entsprechend haben wir hier dank dem fehlenden Kommentar weniger Mehrwert als bei Videos der Konkurrenz und man könnte natürlich jetzt sagen, okay, der hat einfach nur den Game Sound genommen und das Gameplay und das einfach hochgeladen, das gehört ja alles nicht ihm, selbst wenn es da eine Lizenzierung gäbe, ne, haben wir dann ein ähnliches Problem wie bei dem ersten Kanal. Entsprechend hier wurde tatsächlich nicht in einer Routineüberprüfung, sondern direkt in der Bewerbung zum YouTube-Partnerschaftsprogramm die Begründung gegeben, Reused Content nehmen wir nicht an. Zu guter Letzt haben wir einen Creator mit einem gut laufenden Kanal mit Kinderliedern. Dieser lädt mehrfach täglich Videos zum Farben- und Zahlenlernen hoch. Der Prozess ist dabei vollautomatisiert, das heißt, er schneidet die Videos nicht mehr selber, sondern das übernimmt der Computer für ihn. Und im Prinzip variieren die einzelnen Videos zwischeneinander fast gar nicht. Ne? Das heißt, beim einen Mal sind halt die Zahlen von 1 bis 10 dran, beim zweiten Mal die Zahlen von 20 bis 30 oder was auch immer. Ne? Hier das Interessante dabei ist, das war der erste Fall nach Elsagate, wo praktisch das Partnerschaftsprogramm umgestellt wurde und während einer Prüfung, ob dieser Kanal die neuen Anforderungen zum YouTube-Partnerschaftsprogramm erfüllt, ist er dann praktisch ins Netz gegangen und das war wie gesagt einer meiner ersten Reused-Content-Fälle, deswegen finde ich den auch noch ganz interessant. Jetzt kann man natürlich mit dem YouTube-Support darüber diskutieren, ob diese Policy richtig ist oder ob die einen wirklichen Sinn hat.
Aber diskutieren kostet Zeit. Zeit ist Geld, vor allem wenn man gut laufende Kanäle hat, und eine 30 Tage Monetarisierungssperre bedeutet im schlimmsten Fall A, dass man mindestens 30 Tage Werbeumsatz verliert, was natürlich enorm ins Kontor schlägt, und natürlich auch B, dass man gegebenenfalls Mitgliedschaften verliert. Das kann, je nach Community, in der man sich bewegt, noch wesentlich schlimmer sein, weil das natürlich ein gewisses Grundlevel ist, der wesentlich konstanter ist als ein fluktuierender Werbeumsatz. Gut, dazu kommt, dass der YouTube-Support oftmals von der Rechtsabteilung aus überhaupt gar keine Freigabe bekommt, über Einzelheiten eines jeweiligen Falles zu sprechen. Und ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster, auch teilweise nicht richtig beraten kann. Richtig kann. Das liegt meist daran, dass YouTube gar keine eigenen Specialists mehr anstellt, sondern die bekommen die im Endeffekt von Zeitarbeiterfirmen gestellt. Und dann kriegen die eine kurze Einweisung und entsprechend bekommt man dann vorgefertigte Antworten hingesetzt, die aber eigentlich gar nicht zu dem Problem passen, das man gerade beschrieben hat. Der ein oder andere, der mit dem YouTube-Support schon mal geschrieben hat, der kennt diese Vorgehensweise auf jeden Fall, und deswegen ist es wichtig, dass man mit jemandem spricht, der sich auch mit dem Produkt auskennt. Gut, jetzt haben wir also unsere 4 Kanäle bzw. 4 Kanaltypen mit Reused Content. Was machen wir jetzt, damit die Creator wieder Geld verdienen? Fangen wir mit dem offensichtlichsten Fall an, oder zumindest für mich offensichtlichsten Fall. Das ist Kanal Nummer 4. Das war mein erster Reused Content Fall, und da wusste ich von vornherein, der Creator hat hier verloren. Mit dem Einführen dieser neuen Anforderungen für das YouTube-Partnerschaftsprogramm ist praktisch sein komplettes Kanalkonzept gekillt worden. Jetzt ist es natürlich auch so, dass das, was er gemacht hat, schon an eine Videospam grenzt und das natürlich wieder eine Community-Richtlinien-Implikation hat. Fakt ist, hier wurde auf jeden Fall erstmal die finanzielle Grundlage entzogen. Der Kanal hat damals seine Monetarisierungsgrundlage gewechselt und ist komplett weggegangen von YouTube und hat gesagt, okay, wir setzen halt alles auf Dropshipping, hat dann irgendwie Billigspielzeug von Alibaba in seine Videos beworben, und da die das auch heute noch machen, scheint das wohl finanziell für sie funktioniert zu haben. Muss nicht die beste Geschichte gewesen sein. Alternative hier wäre gewesen, tatsächlich, um diesen Kanal wieder ins Partnerschaftsprogramm zu bekommen, mehrere Mediengestalter anstellen, die täglich neue Inhalte animieren und entsprechend diese Kinderinhalte erstellen, um so wieder entsprechende Originalinhalte zu haben und nicht automatisierte Inhalte, um wieder am YouTube-Partnerschaftsprogramm teilnehmen zu können. Wirtschaftlich ist das natürlich absoluter Schwachfug. Wenn ich mehrere Mediengestalter beschäftigen muss, die täglich neuen Content raushauen, dann ist es halt einfach ein bodenloses Loch, wo die, ich sag's mal, die Werbeeinnahmen nicht mal ansatzweise irgendwas abdecken. Also das ist absolut Banane, das zu machen. Deswegen, dieser Creator hat den Fall verloren. Gehen wir kurz auf Kanal 3 ein. Der Creator hätte eigentlich weitergemacht wie bisher, weil er das gerne so tut und das eigentlich auch als Hobby gerne weitermachen möchte. Es wäre ihm aber unmöglich gewesen, damit ins YouTube-Partnerschaftsprogramm zu kommen. Wir haben uns also mit ihm zusammengesetzt und sein Formatportfolio um ein Kommentar-Diskussionsformat zu erweitern. Das heißt, er hat sich immer einen Kommentar ausgesucht aus seinen Kommentaren, die halt so anfielen, und hat praktisch somit originelle Inhalte auf seinem Kanal veröffentlicht. Und da hat schon ein Austauschen von einem Video pro Woche gereicht, um das neue Format A zu etablieren und natürlich auch B, die Bewerbung zum Partnerschaftsprogramm erfolgreich zu bestehen, weil halt zusätzlich zu diesen, ich sag mal, 28 oder statt 28 Walkthroughs, die halt einfach so lieblos so online gestellt wurden, ohne Kommentar, gab es dann halt entsprechend 24 von den Videos und 4, wo er tatsächlich dann auch kommentiert hat und sich Zeit genommen hat. Hat ausgereicht für den YouTube-Support, hier zu sagen, okay, das sehen wir als, der tut was, und selbst wenn er nur diese 4 Videos hätte, würde das auch noch ein gut performender Kanal sein. Machen wir weiter mit Kanal 2. Kanal 2 ist sehr, sehr interessant, denn dieser Kanal ist mehrfach in diese Routineüberprüfung gekommen. Im letzten Jahr war es alleine 2-mal, und beide Male muss man natürlich dazu sagen, es ist ein extrem gut laufender Kanal, entsprechend hat er auch Reichweite und entsprechend wurde der YouTube-Partner-Status auch wieder mit Priorität hergestellt. Das heißt, er musste nicht die vollen 30 Tage warten, damit es entsprechend passiert ist. Ich darf natürlich hier keine Zahlen nennen, aber ich sag mal so, es gibt natürlich Wege, wie man halt hier Creatoren, die sehr, sehr groß sind, helfen kann.
Der ursprüngliche Reviewer hat tatsächlich hier nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Das heißt, er hat sich genau an die Vorgaben gehalten, wie Reused Content eigentlich zu werten ist. Interessant hierbei ist, dass in diesen Fällen ein Creator dann auch einen Prozess bekommt. Was heißt Prozess? Prozess klingt so gerichtlich. Er bekommt die Möglichkeit, seinen Arbeitsprozess in einem Video zu zeigen. Das heißt, selbst ein super, super schlecht gefilmtes Handyvideo reicht hier vollkommen aus, zu sagen, hey, das bin ich bin der Creator von diesem Kanal und so ist mein Arbeitsprozess. Ich habe hier XYZ und mache dies, mache jenes, das ist Premiere, so stelle ich das zusammen, das ist meine Recherchearbeit. Dann hat er da Spreadsheets noch und nöcher gehabt, wo er dann seine verschiedenen Sachen alles eingetragen hat. Und das hat dann auch ausgereicht, um letztendlich hier wieder den Zuschlag zum YouTube-Partnerschaftsprogramm zu geben. Als zusätzliche Absicherung hat der Creator dann noch ein zusätzliches Live-Format eingebaut, damit er halt nicht alle halbe Jahr diesen Ärger hat, dass er jedes Mal dieses Video machen muss. Hey, ich bin's mal wieder, ihr habt mich mal wieder aus Versehen rausgeschmissen. Ist natürlich jedes Mal ärgerlich, jedes Mal gehen da ein paar Tage Monetarisierung verloren, ist es absolut unnötig. Und ich finde aber richtig und wichtig, dass Kanäle auch im Nachhinein weiterhin kontrolliert werden. Das ist super, super wichtig, dass da kein Schund mitgetrieben wird. Ich finde es gut, dass YouTube das nachhält und auch Kanäle kontrolliert, die sehr, sehr groß sind. Denn wenn da halt mal was sein sollte, wo dann letztendlich eine Auffälligkeit ist, die halt nicht geht, wird halt letztendlich auch eingegriffen. Sieht man in diesem Fall. Finde ich, ist eine gute Sache. Zum Schluss kommen wir zu Kanal 1. Kanal 1 habe ich jetzt ans Ende gepackt, weil letztendlich Kanal 2 und Kanal 3 da beide mit reinspielen. Es mussten Teile vom Content ausgetauscht werden, um Community-Building-Formate einzubauen. Der Creator muss mehr in den Vordergrund rücken. Das wollte er aber nicht. Und das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil ich habe ja immer davon gesprochen, ihr als Creator müsst mehr in den Vordergrund stellen. Wichtig hierbei war, dass wir eine Ausgangs-Upload-Frequenz haben von einem Video pro Monat. Das heißt, wir haben hier einen Stream-Highlight-Kanal, der nur einmal im Monat ein Video macht und entsprechend kann man hier durch ein zum Beispiel wöchentliches Live-Format mit VTubing-Technologie, wo der Creator selbst nicht zu sehen ist, sondern durch ein digitales Modell ersetzt wird, einfach hergehen und eigene Clips erstellen von seinen eigenen Streams, die mit in die anderen Videos reinbauen. Dann hat man weniger das Problem, dass halt zu viel anderer Content auf dem Kanal ist und man hat natürlich zusätzlich zu dem einen Video, was man sowieso gemacht hätte im Monat, einfach 4 Livestreams, wo natürlich Transaktionsumsatz reinkommt, wo zusätzlicher Werbeumsatz generiert wird, wo wie gesagt auch eigener Content für das 5. Video auch generiert wird. Ne? Und deswegen freut es mich, dass der gute Mann hier wieder ins YouTube-Partnerschaftsprogramm reingenommen wurde und vor allem seinen Transaktionsumsatz dadurch vervielfachen konnte. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Was sind denn jetzt eigentlich die Best Practices, um mit dieser Reused Content Policy umzugehen? 1. Ihr kommt um Originalinhalte nicht drum rum. Das heißt, wenn ihr nur Kram nehmt, was andere Leute erstellt haben und sei es nur wirklich ein Spiel, was jemand anders erstellt hat und das spielt, dann sind die Inhalte nicht von euch, sondern die sind von dem Developer. Wenn der Developer euch gnädigerweise die Lizenz gibt, den Kram hochzuladen, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Ihr solltet aber mindestens noch irgendeinen kreativen Input geben und nicht einfach nur den Kram rausklatschen, logischerweise. Deswegen Originalinhalte. In welcher Form oder Farbe oder was auch immer, das ist natürlich komplett euch überlassen, da müsst ihr kreativ werden, letztendlich. Ne? Zweitens, ihr müsst nicht zwangsläufig zu sehen sein. Wir haben es gerade am Beispiel gesehen mit VTubing, beziehungsweise auch mit Voice-Modifikatoren kann man da arbeiten. Und es gibt auch Kanäle, die ins YouTube-Partnerschaftsprogramm gekommen sind, wo im Endeffekt nur Gameplay mit On-Screen-Text zu sehen ist. Und das ist aber schon deutlich erkennbaren Mehrwert gab dadurch. Also ein ganz bekannter Kanal hier ist Sully the Witch zum Beispiel, der macht Dark Souls Content und hat halt sehr, sehr kurze Videos, also 40 Sekunden bis 3 Minuten und hier ist immer nur Gameplay zu sehen, beziehungsweise spezifische Gameplay-Sequenzen, die durch Text on Screen erklärt werden. Kommt komplett ohne ein Gesicht aus, kommt komplett ohne Ton aus, beziehungsweise nur die Dark Souls-Musik im Hintergrund. Ist ein sehr, sehr interessantes Konzept und zeigt halt auch, dass ihr nicht zwangsläufig zu sehen oder zu hören sein müsst, sondern es gibt auch andere Wege, um einen Mehrwert auf ein Video zu bringen. Gut. Drittens, wenn ihr absolut keinen Plan habt, was ihr machen sollt, dafür gibt es dann
Firmen wie uns. Ne? Ihr wisst nicht, wie ihr aus der Nummer rauskommen sollt, schreibt uns eine E-Mail an team@kw.media und dann schauen wir uns das mal an zusammen. Ne? Setzen wir uns zusammen, gucken, was für ein Konzept für euch sinnvoll ist und erarbeiten was, damit ihr da auch wieder auf den grünen Zweig kommt und die Monetarisierung wieder fließt. Gut, an der Stelle bedanke ich mich ganz recht herzlich natürlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen zum Thema Reused Content. Ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema, logischerweise, es geht um Geld und entsprechend, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr mehr Content sehen wollt rund um YouTube, wenn ihr euch weiterbilden möchtet im Bereich YouTube, wir haben normalerweise jeden Samstag ein YouTube Patreon Down. Aktuell ist Winterpause bei YouTube, entsprechend gibt es da wahrscheinlich auch erst nächste Woche wieder ein. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein.